Hallo, mein Name ist Jelena Gudel, ich bin von IBLab und heute darf ich den Dozenten Dr. Gruber besuchen. Heute sprechen wir über unser neuestes Produkt 16-Bit-Roh und wie es bei ihm in der Klinik abläuft, beziehungsweise wie auch die Anwendung verläuft. Lieber Dr. Gruber, können Sie sich ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Michael Gruber. Ich bin Radiologe, habe meine Ausbildung an der Universitätsklinik für Radiodiagnostik in Wien absolviert, war dort ungefähr 10 Jahre an der Klinik und bin seit ungefähr 12 Jahren jetzt im Diagnosezentrum Baden hier ärztlich tätig und seit ein paar Jahren auch Geschäftsführer des Diagnosezentrums. Aktuell ist ja auch ein großes Thema die Osteoporose und die Maßnahmen. Welche Konsequenzen können Patienten haben, wenn sie eine verspätete Diagnose dazu bekommen? Ja, das Problem ist halt oft, dass man wirklich die Osteoporose erst diagnostiziert, wenn schon eine Fraktur da ist, weil ihm früher nicht dran gedacht wird. Oder vielleicht wirklich auch Röntgenaufnahmen, wo man halt Videos hineinschreibt, osteopenische Knochenstruktur, einfach dann zu wenig beachtet werden und das Ganze auch wiederum sehr subjektiv ja war, bevor wir also Roh eingesetzt haben, hat halt ja Pi mal Daumen, ja, ist jetzt osteoporotische Knochenstruktur oder osteopenische Knochenstruktur, wie auch immer man es beschreiben will, hat man es halt beschrieben oder nicht und das ist, glaube ich, eher untergegangen im Befund. Ja, wir haben ja auch schon ganz kurz jetzt Roh angeschnitten. Sie verwenden in Ihrer Praxis schon seit ungefähr einem Monat 16-Bit. Ja. Was sind Ihre Erfahrungen? Es wird jetzt verwendet, dass es im Hintergrund läuft und quasi die Knochendichte misst. Habe ich das richtig erklärt? Ja, es werden also die allermeisten Röntgenaufnahmen werden immer analysiert, ob hier Auffälligkeiten der Knochendichte zu sehen sind. Und es ist halt so, dass das wirklich eine objektive Analyse des Bildes ist und halt nicht so subjektiv, ja, Pi mal Daumen könnte osteoporotisch sein oder nicht. Und das gefällt mir halt sehr gut auch bei dem Tool. Ja. Und das Tool hat ihm dann 10 Grade, ja. Grad 1 ist ihm das Beste, überhaupt keine Osteoporose im, und Grad 10 ist ihm dann schon massive osteoporotische Knochenstruktur. Und ab dem Grad 6 hat man dann halt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Knochendichte einer DEXA-Messung unter -1 ist, also das heißt in einem osteopenischen Bereich von über 80%. Und das ist so der Threshold, den wir eben hier eingezogen haben. Und ab dem Threshold geben wir eben das im Befund an. Mhm. Und das Spannende ist auch, wie man das jetzt angibt. Also auf den neuen Osteoporose-Leitlinien, die 2024 erschienen sind, ist es ja an sich so, dass man zuerst einen Frax machen sollte. Und wenn der Frax dann in einem Bereich ist, wo es die Knochendichte den Ausschlag gibt, eben, ob eine Therapie eingeleitet werden soll oder nicht, dann sollte man eine DEXA-Untersuchung machen. Okay. Und genauso schreiben wir das in die Befunde hinein, wenn also mal ein Bild schon da ist und möglicherweise eine Osteopenie vorliegt, dann sollte der zuweisende Arzt immer einen Frax machen und dann gegebenenfalls eben eine DEXA-Untersuchung durchführen. Okay, super. Wo setzen Sie Roh konkret ein und wie verläuft diese Anwendung? Ja, das ist auch ein ganz spannendes Tool, weil wir setzen das an sich bei allen Aufnahmen ein, wo das eben diese Knochenstruktur sich anschauen kann oder analysieren kann. Und es läuft im Hintergrund mit. Und das Spannende ist, dass also auch eine Rückfrage quasi an das PAX gestellt wird von diesem Produkt. Wenn der Patient innerhalb der letzten 2 Jahre, und das kann man alles einstellen, wir haben das zurzeit so eingestellt, dass wenn der Patient die letzten 2 Jahre bei uns eine DEXA durchgeführt hat, dann gibt es keine Auswertung von Roh, weil dann ja die Knochendichte jetzt schon bekannt ist. Also eine relativ rezente Knochendichte bekannt ist. Wenn die DEXA weiter zurückliegt oder wenn gar keine DEXA bei uns gemacht wurde, dann wird dieser Home Report eben, sollte es in so einer verminderten Knochenstruktur gekommen sein und von dieser Knochenstruktur eben analysiert worden sein, dann wird dieser Roh Report angezeigt. Das heißt, wir können uns sicher sein beim Befund, wenn ein Roh Report in Praxis, dann gibt es keine Not-Exam davor. Das Ganze ist dann noch auf eine bestimmte Patientengruppe eingeschränkt, nämlich ab 50 Jahre. Also bei den Jüngeren funktioniert das noch nicht so, ist auch sehr selten natürlich eine Osteoporose unter 50. Dankeschön fürs Interview. Das war's auch Ja. schon. Mhm. Oh, es hat mich sehr gefreut.
Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke, ja, schauen wir auf die nächsten Produkte. Genau.